Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Im heutigen Video geht es um die Rotatorenmanschette und zwar um das richtige Aufwärmen, Mobilisieren und Kräftigen. Viel Spaß dabei! Gerade im Calisthenics bzw. Bodyweight-Training ist es ja so, dass man sich Übungen schwerer macht, indem man eben den Hebel erhöht bzw. die Übung instabil macht, wie zum Beispiel bei Handstand, Push-Ups oder generell bei Ringtraining. Und da die Schulter da einen sehr großen Part übernimmt, ist es eben wichtig, dass man alles, was die Schulter generell stabilisiert, vernünftig warm macht und halt eben auch nachhaltig mobilisiert und kräftigt. Die Warm-Up-Routine, die ich mit euch teilen möchte, benutze ich selber seit Jahren und die hat eigentlich dazu beigetragen, dass seitdem ich die benutze, ich keine Schulterprobleme habe. Könnte natürlich auch an was anderem liegen, aber ich möchte es ungern herausfordern und dementsprechend werde ich diese Routine auch selber einfach beibehalten. Es geht hier darum, dass man die Schulter in der externen und internen Rotation aufwärmt und in der Abduktion. Also quasi in allen Bewegungsmustern, die ihr in eurem Training benutzt. Es sind 7 Übungen und ich würde euch empfehlen, von jeder Übung 15 Wiederholungen zu machen. Was ihr dafür benötigt, ist so ein dünnes Terra-Band oder Resistance-Band. Ich kann euch empfehlen, einfach mal so ein Set Resistance Bänder zu kaufen. Man benutzt die wirklich immer wieder, gerade wenn man mit dem Ganzen anfängt. Das ist einfach eine gute Investition. Und dann geht es jetzt auch schon los mit der ersten Übung, und zwar die externe Rotation. Der Arm ist unten, 90 Grad Winkel ungefähr im Ellenbogen und dann dreht ihr den Arm nach außen, während der Ellbogen am Körper bleibt. Davon macht ihr ca. 15 Wiederholungen und wenn ihr das habt, dann wechselt ihr die Seite. Als nächstes wäre dann die interne Rotation dran. Auch hier Arm nach unten, 90 Grad ungefähr im Ellenbogen und ihr dreht das Ganze jetzt nach innen. Da die interne Rotation eigentlich immer stärker ist, könnt ihr euch einfach ein bisschen weiter dann von dem Band wegstellen, sodass ein bisschen mehr Spannung drauf kommt. Auch hier ein Satz, 15 Wiederholungen. Als nächstes geht ihr mit dem Band hinter den Körper und hebt den Arm auf ca. 70 bis 80 Grad. Auch hier gilt logischerweise, wenn ihr die eine Seite fertig habt, wechselt auf die andere Seite. Generell würde ich euch empfehlen, auch einfach mit der schwächeren Seite zu beginnen, um euch dann an der schwächeren Seite zu orientieren. Die nächste Übung ist wieder eine externe Rotation. Jetzt geht ihr mit dem Ellenbogen circa auf Schulterhöhe und dreht jetzt den Arm nach oben. Wichtig auch hier eben, dass der Ellenbogen mehr oder minder fest bleibt. Ja, also ihr wollt quasi den Arm um den Ellenbogen drehen und nicht den Ellenbogen irgendwie in der Gegend rumbewegen. Als nächstes wieder der Gegenspieler und zwar den Arm bzw. den Ellenbogen auf Schulterhöhe und dann dreht ihr das Ganze nach vorne. Auch hier natürlich wieder schwächere Seite zuerst, ca. 15 Wiederholungen. Jetzt noch eine Übung für die externe Rotation und zwar geht ihr mit dem Arm wieder auf Schulterhöhe und bildet wieder 90 Grad Winkel, allerdings nicht zur Seite, sondern nach vorne, so dass euer Oberarm quasi nach vorne zeigt. Und jetzt bewegt ihr den Arm wieder um den Ellenbogen nach außen. Und die letzte Übung ist nochmal für die Abduktion. Wir haben es ja am Anfang schon einmal hinter dem Körper gemacht, jetzt das Ganze nochmal vor dem Körper. Den Arm auf ca. 45 Grad und auch hier wieder ca. 70, 80 Grad anheben. Natürlich wieder beide Seiten, 15 Wiederholungen und ich sage euch, nach 2-3 Wochen werdet ihr merken, dass eure ganze Schulterpartie wirklich stabiler und kräftiger ist und ihr erspart euch einfach Verletzungen. In diesem Sinne, wenn ihr was mitgenommen habt, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.